Hallo zusammen und herzlich willkommen bei Ländle TV, der Tag. Heute mit diesen Themen. Asylanträge in Vorarlberg stark zurückgegangen. Elke Capellari von Aquapresen beim Talk im Riesenrad. Und die unbeständige, kühle und nasse Wetterphase hält noch an. Die Landespolizei präsentierte am Dienstag die Bilanz für Asyl- und Fremdenwesen vom Jahr 2017. Die Asylanträge sind stark zurückgegangen, die Gesamtkriminalität leicht gestiegen. Die Statistik belegt es. Die Zahl an Asylanträgen ist laufend rückgängig. Im Vergleich zum letzten Jahr um über 40%. Bei den Afghanen sogar um über 2/3. Rund 2100 Personen leben derzeit in der Grundversorgung und verhalten sich größtenteils unauffällig. Es wurde ein kompletter Rückgang feststellbar, weil letztes Jahr waren über 3000 in der Grundversorgung. Man muss sagen, die meisten Personen, Fremden, verhalten sich sehr rechtskonform und sind um Integration bemüht. Aber leider gibt es einen kleinen Prozentsatz, wo sich nicht an die Rechtsnormen hält. Und hier müssen entsprechende Maßnahmen gesetzt werden, sei es von gesellschaftspolitischer Seite, von der Polizei und auch von entsprechenden Behörden. Der größte Teil der im Land lebenden Asylanten bemüht sich um Integration und Akzeptanz. Nur ein kleiner Teil wird sträflich auffallend. In den letzten Monaten negativ aufmerksam machten sich vermehrt afghanische Staatsbürger. Richtig ist zu verzeichnen, dass insbesondere afghanische Staatsangehörigen in Bereichen der Körperverletzung, gefährlichen Drohung und auch im Suchtmittelbereich sehr delinquent sind. Entsprechende Maßnahmen werden von der Polizei gesetzt, beginnen mit der Prävention, rasches und konsequentes Einschreiten und Durchgreifen, entsprechende Anzeigerstattung, und wenn die entsprechenden Anzeigen vorliegen, kann das Gericht und in weiterer Folge auch die Bundesamt für Fremdenpolizei und Asyl handeln und entsprechende Abschiebungen bzw. Aufenthaltsverbote erlassen. Der Rückblick 2017 zeigt auf, dass auch aggressives Betteln und die Pro-Kopf-Belastung stetig sinken. Einen großen Anstieg verzeichnet man jedoch bei den Rückübernahmen aus Deutschland, dessen Polizei wieder verstärkt die Grenze kontrolliert. In Deutschland ist es so, dass die Grenzkontrolle wieder eingeführt wurde zu Österreich. Und die haben jetzt die Möglichkeit, direkt an der Grenze Grenzkontrollen durchzuführen, das ja mit Schengen eigentlich nicht mehr ging. Das ist jetzt eine Ausnahmesituation seit längerem. Und das führt dazu, dass die deutschen Kollegen eine Einreiseverweigerung vornehmen können. Und zwar im relativ raschen, kurzen Wege, ohne unsere Zustimmung grundsätzlich, dürfen sie die Einreise verweigern. Wir haben aber mit ihnen so weit ausgemacht, dass das in Zusammenarbeit kontrolliert über die Bühne geht. Auch in Zukunft möchte man konsequent gegen Kriminalität vorgehen und die gute Zusammenarbeit beibehalten. Und nun die weiteren Meldungen des Tages kurz zusammengefasst. Dienstag früh kam es im Ambergtunnel zu einem medizinischen Notfall. Ein 29-jähriger Schrunzer verlor aufgrund eines epileptischen Anfalls die Kontrolle über sein Fahrzeug und touchierte infolge mehrmals die Tunnelwand. Er kam auf der Überholspur zu stehen, wurde vom Notarzt vor Ort behandelt und danach ins Landeskrankenhaus Feldkirch eingeliefert. Es kam teilweise zu massiven Verkehrsbehinderungen. Nach einer Messerstecherei unter Jugendlichen Sonntag früh in der Tiroler Bezirksstadt Imst, bei der ein 17-jähriger Vorarlberger getötet wurde, ist über den 19-jährigen mutmaßlichen Haupttäter die Untersuchungshaft verhängt worden. Vorarlberg geht bei Kinder- und Familienfreundlichkeit weiter voran. Im Landesbudget sind 7,2 Millionen Euro für Familienförderung bzw. familienpolitische Maßnahmen veranschlagt. Und es geht mir bei der Aktion darum, Vorarlberg lässt kein Kind zurück, dass man dort hinschaut, wo wir mit den normalen Aktionen des Alltags gar nicht durchdringen, sondern sagen, wo sind Kinder und Familien im Land, denen es in der Frage nicht so gut geht. Das kann man auf Gemeindeebene gut beurteilen. Und wie kommen wir dort mit Präventionsmaßnahmen hin, also eine echte Präventionskette aufzubauen. Und nun noch eine Meldung zum Sport. Morgen ist es wieder soweit. Fußball total auf Ländle TV. Ländle TV überträgt das Halbfinale des Unica VfV Cup VfB Hohenems gegen FC Höchst aus dem Herrenriedstadion in Hohenems live auf Voll.at.
Start ist morgen Mittwoch, den 16. Mai ab 18:30 Uhr. In der aktuellen Ausgabe Talk im Riesenrad unterhielt sich Johannes Johl mit Elke Capillari von Aqua Presen. Einen kleinen Ausschnitt davon gibt's jetzt. Sie sind ja eben Produktmanagerin bei Aqua Presen. Jetzt ist es so, dass hier aktiviertes Wasser zum Einsatz kommt. Wie genau oder was genau kann man sich unter aktiviertem Wasser vorstellen? Also aktiviertes Wasser ist in meiner Meinung nach eine revolutionäre Sache, weil es ein reines Naturprodukt ist. Da wird nur die Oberflächenspannung wird erhöht beim aktivierten Wasser, aber in der Lage ist, sämtliche Pilze, Viren und Bakterien zu neutralisieren, also alles, was der Haut schadet und alles auf der Haut lässt, was der Haut gut tut. Frau Capillari, das klingt jetzt ein bisschen nach Allheilmittel. Ist es das? Also muss ich ganz klarstellen, dass es kein Allheilmittel ist. Wir produzieren Naturkosmetik auf der Basis vom aktivierten Wasser, das aber einfach eine bestätigte Wirkung hat. Also wir haben einen Laborbericht, das ist wissenschaftlich bestätigt, aber natürlich produzieren wir Kosmetik. Und gerade die Chemie in Kosmetik, aber auch über die Nahrung, über die Luft, das gibt ja langfristig Allergien, Krankheiten und die Leute fragen sich ja immer mehr, woher kommt das, wieso gibt es viel mehr Allergien, wieso gibt es so viel mehr Krankheiten und darum ist es uns ein Anliegen, die Leute auch ein bisschen darauf aufmerksam machen, dass sie eben auf gesunde Produkte zurückgreifen und eben, dass sie auch vielleicht mal auch alternative Sachen in ihrem Leben, also gesunde Ernährung auch oder was kann ich persönlich dazu beitragen, Verantwortung übernehmen, dass es mir gut geht. Also Natur ist bei uns im Vordergrund und weil wir uns damit beschäftigen, geht es viel tiefer noch in die Thematik als wie nur Kosmetik. Das geht natürlich in die Politik, das geht in die Luft, ins Essen, überall. Und da haben wir das Format, die blaue Couch. Das ist eine blaue Couch tatsächlich, wo wir Leute einladen, die eben auch mal eine andere Meinung haben, die mal auch über den Tellerrand hinausgeht. Es weitet natürlich den Horizont, weil man dann ja, mit so Leuten mal wirklich auf Du und Du zum Sprechen kommt und mal hinter die Kulissen auch sieht. Und am Ende des Tages sind das alles Menschen wie du und ich. Und das tut gut. Den Talk im Riesenrad in voller Länge sehen Sie diese Woche im Ländle TV Wochenmagazin sowie online auf www.voll.at/Ländle-TV. Und nun die Schlagzeilen der Vorarlberger Nachrichten von morgen. Tierschützer Dieter Steinacher setzt sich für Kälber und gegen deren Transport ein. Er appelliert an die Politik, sich dem Problem endlich zu stellen. Die Spielgruppen fürchten aufgrund zu geringer Landesförderungen um ihre Existenz. Dabei sollten heuer neue Richtlinien in Kraft treten, doch daraus wurde bislang nichts. Und die Zahl der Asylanträge ist in Vorarlberg in den Jahren von 2015 bis 2017 von 1250 auf 490 Anträge zurückgegangen. Demgegenüber stieg jedoch die Kriminalität. Von Montag auf Dienstag hat es in Gurti 60 Liter pro Quadratmeter geregnet. Wie es mit dem Regen weitergeht, das erfahren wir gleich in der Wettervorschau. Ich bedanke mich fürs Einschalten und wünsche Ihnen einen schönen Abend. Tschüss. Die unbeständige, kühle und nasse Wetterphase hält noch an. Am Mittwoch starten wir aus der Nacht heraus mit vielen Wolken und Regen. Das Nass legt Pausen ein. Am Nachmittag sind auch größere Auflockerungen möglich. Es bilden sich aber zwischendurch weitere Schauer. Sie sind im ganzen Land möglich. So bleibt es ganztags wechselhaft. Zunächst ist es frisch mit 8 bis 10 Grad. Am Nachmittag sind bei Auflockerungen durchaus Temperaturen zwischen 15 Grad in Schruns, 17 Grad in Egg im Bregenzer Wald und 18 bis 19 Grad im Rheintal und Walgau möglich. Am Donnerstag gibt es für einen weiteren Tag dichte Wolken und wiederholt fällt Regen. Dabei liegen die Temperaturen zwischen 12 und 17 Grad. Ab Freitag trocknet die Luft mehr und mehr ab, die Wolken lockern auf, es gibt noch dichte Restwolken und am Nachmittag Haufenwolken. Es ist aber schon ziemlich verbreitet trocken. Die Temperaturen erreichen knapp 20 Grad. Am Samstag vor dem Pfingstwochenende könnte dann die 20-Grad-Marke wieder geknackt werden. Es wird dabei recht sonnig.